Im Herzen Nepals. Kathmandu am frühen Morgen. Pilotin Priya Adhikari macht sich auf den Weg zur Arbeit. Helikopterpiloten haben keinen festen Dienstplan. Am Morgen stehe ich auf, egal ob ich fliegen muss oder nicht. Ich bin immer in Bereitschaft. Um 6 Uhr morgens sind die Straßen noch leer. Priya Adhikari fährt zum Flughafen Tribhuvan. Oft kann nur wenige Stunden am Tag geflogen werden. Das Wetter in den Bergen kann schnell umschlagen und gefährliche Flugbedingungen schaffen. Priya fliegt regelmäßig für eine kleine Fluggesellschaft in den Himalaya, das höchste Gebirge der Welt. Häufig sind es Rettungseinsätze, um verunglückte Bergsteiger in Sicherheit zu bringen. Doch heute haben Touristen einen Rundflug gebucht. Beim Fliegen in extremer Höhe ist es überlebenswichtig, genau auf das Gewichtslimit des Helikopters zu achten. Priya berechnet die nötige Benzinmenge entsprechend dem Gewicht der Passagiere. 93 त हुँदैन 93 हुँदैन यिनीहरू दुईटा एउटै ग्रुपको भयो के 59 plus 99 plus 80 plus 82 80 Ich verteile die Sitzplätze jeweils nach eurem Gewicht. Einer sitzt vorne und einer auf den Rücksitz. Auf dem Rückflug von Kalapata wechselt ihr dann die Plätze. Zieht eure Jacken jetzt nicht an. Es wird warm. Es wird sehr, sehr warm. Aus Sicherheitsgründen schließt sich die Pilotin an eine Sauerstoffflasche an. Denn die Luft wird dünn, hoch oben im Gebirge. Das Ziel des Rundflugs? Der Mount Everest. Ich durfte als Passagierin in einem Helikopter mitfliegen. Als der abhob, fragte ich den Kapitän mit einem breiten Grinsen: Hey, kann ich Hubschrauberpilotin werden? Er sagte: Natürlich kannst du das. Im Hubschrauber zu fliegen war etwas ganz Besonderes und ist es immer noch. Die Sicht ist unglaublich. 270 Grad. Man kann nach unten schauen, nach oben, man kann alles sehen. Als ich von diesem Flug zurückkam, fragte ich meine Mutter: Hey, kann ich Hubschrauberpilotin werden? Sie war positiv überrascht, doch sie fragte: Wegen eines Hubschrauberfluges wirst du doch keine Lebensentscheidung treffen, oder? Wir haben dann Goldschmuck von meiner Mutter verkauft. Es gab Zweifel, es fehlte an Geld, aber die gesamte Familie unterstützte mich. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Priya fliegt Richtung Norden in die Khumbu-Region, entlang des Chola-Flusses. Alle großen Flüsse im Süden Asiens entspringen den Quellen des Himalayas. Die dortigen Gletscher sichern die Wasserversorgung von fast 2 Milliarden Menschen. 14 Berge weltweit ragen über 8000 Meter hinaus. 10 davon befinden sich im Himalaya. Mit 8848 Metern gilt der Mount Everest als höchster Gipfel der Welt. Die Nepalesen nennen ihn Sagarmatha, die Stirn des Himmels. Für die hier lebenden Sherpas sind die Berge heilig, da sie Sitz der Götter sind. Beim Mount Everest-Rundflug ist man nur für kurze Zeit auf über 5000 Meter. Dennoch treten erste Anzeichen von Höhenkrankheit auf. Schwindel und Kurzatmigkeit. Eine beeindruckende Gegend, wunderschön. Dieser Rundflug lohnt sich auf jeden Fall. Mir ist schwindelig. Ich habe wackelige Knie, als hätte ich 3 Drinks intus. Rast im höchsten Restaurant der Welt in Sengboche.
auf 3.962 Metern Höhe. 2018-19 bin ich durch dieses Tal geflogen. Es war toll. Auf 4.000 Metern konnte ich nicht weiterfliegen und keine Menschenseele dort. Sie saßen dort fest? Ja, ich hatte einen Bergsteiger gerettet und ins Basislager auf 5.300 Meter gebracht. Und ich konnte dort wegen der dünnen Luft nicht so lange bleiben und wollte absteigen. Das Wetter verschlechterte sich. Ich musste notlanden und saß fest. Ich werde von den Bergen nie genug kriegen. Niemals. Ich bin gesegnet. Als Helikopterpilotin kann ich das jeden Tag sehen. Es ist paradiesisch. Kann man vom Paradies jemals genug haben? Der Helikopter, die Berge und ich. Das ist perfekt. Perfect. Auf dem Rückweg nach Kathmandu. Riechst du das? Meine Schwester und ich genießen das. Das ist der Geruch von Nepal. Hier in Kathmandu bin ich geboren und aufgewachsen. Meine Schule ist hier und mein College. Alles an Kathmandu ist toll. Ja, ich liebe es. Priya fährt zu ihrem zweiten Job. Gemeinsam mit 2 Pilotenkollegen hat sie ein Franchise-Restaurant eröffnet, die Chicken Station. Regelmäßig ist Priya vor Ort, spricht mit ihren Angestellten und kümmert sich um die Buchhaltung. Es kommen gleich Freunde von mir zum Essen. Suresh kommt auch. Hast du die Rechnung bezahlt? During COVID time, Während der Pandemie, als unsere Löhne gekürzt wurden, unterhielten wir uns auf dem Helikopterlandeplatz. Wir flogen nur noch wenige Rettungseinsätze. Also überlegten wir uns, wie wir finanziell unabhängiger werden könnten. Vielleicht sollten wir ein Geschäft gründen. Nach einer Woche rief mich der Kollege an und sagte, lass uns ein Restaurant eröffnen. Es ist der perfekte Ort für uns, nur 5 Minuten vom Flughafen entfernt. Wir arbeiten alle als Rettungspiloten und sind meist auf Abruf. Wenn ein Einsatz kommt, können wir sofort los. Dieser Ort hier ist für uns mehr als nur ein Geschäft. Es ist unser zweites Zuhause geworden. Es liegt uns sehr am Herzen. Ein Kollege kommt vorbei. Zu Beginn meiner Karriere hat mich keiner meiner männlichen Kollegen unterstützt. Wirklich niemand. Aber als sie sahen, dass ich als Frau konsequent hart arbeite und durchhalte, da begannen sie mich zu akzeptieren. Mittlerweile sind ihre Kollegen gute Freunde geworden. Oft treffen sie sich in ihrem Restaurant nach Feierabend. Rund 2 Millionen Menschen leben heute in Kathmandu. In den verstopften Straßen kommt man nur langsam voran. Die Pilotin lebt im Viertel Baluwatar, nur wenige Kilometer vom Flughafen entfernt. Vor 4 Jahren hat sie ein Haus gekauft. Ihre Eltern leben bei ihr. Das ist nicht ungewöhnlich in Nepal. Am nächsten Morgen im Boxstudio. Noch durchhalten, bis zum Schluss. 4, 3, 2, 1. Priya hat noch keinen Auftrag und nutzt die Zeit zum Trainieren.
Seit 7 Jahren geht sie boxen. Mehrmals die Woche. Das Boxstudio liegt im selben Viertel, in dem Priya wohnt. Wenn man immerzu fliegt, jeden Tag dasselbe Programm, könnte man danach gut nach Hause gehen, um sich zu erholen und zu schlafen. Aber ich gehe lieber zum Boxen. Boxen ist gut für körperliche Fitness, es macht athletisch, gibt mir Kraft und Selbstvertrauen. Aber ich liebe das Boxen auch einfach. Es macht so viel Spaß. Ich liebe die Leute und den Trainer. I love it. I love the people around. I love the trainer around. Ihr Trainer Ramesh Das Shrestha ist ehemaliger nepalesischer Boxmeister. Er fordert seine Schüler und hilft auch Priya dabei, ihre Grenzen auszutesten. Seine Tochter Ramisa ist 20 und hat schon einige Wettkämpfe gewonnen. In Zukunft will sie bei den internationalen Meisterschaften antreten. Priya finde ich persönlich sehr mutig, auffallend stark und sie hat Persönlichkeit. Sie gibt nie auf. Das motiviert mich auch sehr. Für Priya ist das Boxen ein Ventil. Es hilft ihr auch beim Umgang mit Schicksalsschlägen, wie dem Unfalltod eines Kollegen. Ich war beim Boxen, es war Dienstag. Ich schaute auf mein Telefon und hatte etwa 35 verpasste Anrufe. Ein Freund rief mich an, Pemba, er ist Pilot bei Summit Airlines. Er sagte, sie haben Subeks Körper gefunden. Ich fragte, was meinst du damit, sie haben Subeks Körper gefunden? Hast du es nicht mitgekriegt? Es gab einen Unfall. Subek ist tot. Ich war entsetzt, oh mein Gott. Ich fing sofort an zu weinen. Ich weiß nicht mehr, wie ich zum Krankenhaus gelangte. Sie sagten, dass sie den toten Körper dorthin bringen würden. Also rannte ich. Ich hörte den Helikopter landen. Ich wollte ihn sehen. Alle weinten. Ich kapierte es nicht, konnte nicht fassen, dass Subek tot und nicht mehr da war. Damals verstand ich, dass wir bei unserer Arbeit sterben können. Das ist Subek. Er hat mit mir getanzt, mich zum Lachen gebracht. Er war immer da, brachte mir alles bei. Er war meine Stütze. Ich denke nicht, dass ich jemals wieder so einen Freund haben werde. Ich konnte 3 Monate lang nicht schlafen. In dieser Zeit legte ich mich neben meine Mutter, weil ich immerzu aufgewacht bin und geweint habe. Sein Tod hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Halt finden die Menschen in Kathmandu beim Gebet. Der mittelalterliche Darwa-Platz ist Pilgerort und UNESCO-Weltkulturerbe. Auch Soyembu Nath, von Einheimischen Monkey-Tempel genannt, ist ein vielbesuchter buddhistischer Tempel. Weltbekannt durch die Darstellung der allsehenden Augen Buddhas. Auch Hindus kommen hierher. Denn in der einstigen Karawanenstadt leben die Menschen friedlich miteinander. Buddhisten und Hindus. Priya besucht regelmäßig mit ihrer Mutter Munu einen kleinen Hindu-Tempel in ihrer Nachbarschaft. Ich weiß nicht, ob ich mich als religiös bezeichnen würde, aber ich glaube an Gott und besuche auch Tempel. Wenn ich einige Tage nicht dorthin gehe, sagt meine Mutter, geh hin, wenn du vom Fliegen kommst. Halte beim Tempel an und geh beten. Das Gebet soll Priya schützen.
Ihre Mutter hat 5 erwachsene Töchter, doch keiner hat einen so gefährlichen Job wie Priya. Als ich hörte, sie will Pilotin werden, da hatte ich anfangs Angst. Erst wollte sie Flugzeugpilotin werden, dann Hubschrauber fliegen. Als Helikopterpilotin muss sie alles alleine machen. Sie muss tanken, Kranke und Tote transportieren. Daher hatte ich anfangs Bedenken. Aber jetzt ist alles gut. Priya fliegt wieder in den Himalaya. Bei klarem, schönem Wetter ist die Aussicht gigantisch. Doch das Wetter kann schnell kippen hier oben in den Bergen. Berge sind gefährlich. Sie sind unberechenbar. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Es gibt starke Winde dort oben und Lawinen, wie vor kurzem am Manaslu. Es ist sehr gefährlich. Ich habe großen Respekt vor den Bergsteigern. Ich könnte das nicht. Ich bin besser darin, Berge aus der Ferne zu sehen, um sie herumzufliegen oder auf ihnen zu landen. Das kann ich besser. Die prächtigen Riesen ziehen Bergsteiger aus der ganzen Welt an. Der Aufstieg ist gefährlich, doch nirgends kommt man dem Himmel näher als hier, im Himalaya. Nepal ist gesegnet mit all den Bergen. Wenn man von Westen nach Osten fliegt, sieht man überall riesige weiße Berge. Wenn Leute über Berge in anderen Ländern sprechen, dann sage ich, kommt nach Nepal. Zu Beginn des Dasai-Festes sind die Straßen voll, weil alle von der Arbeit, nach Hause oder zum Einkaufen eilen. Dasai ist das wichtigste Hindu-Fest in Nepal. Eine Art Erntedankfest mit Gebeten und Gaben für die universelle Göttin Durga, das traditionell mehrere Tage lang gefeiert wird. Zeit für Familientreffen. Dasai ist etwas Besonderes. Es bedeutet Familie und Verwandtschaft, gemeinsames Essen, zum Tempel gehen, neue Kleider tragen. Es ist aufregend. Wann immer ich Zeit habe, durch die Straßen gehe, nutze ich die Zeit, um Freunde anzurufen. Priya sucht nach einem Kleid für das Dasai-Fest. Am Haupttag des Dasai-Festes trägt man neue Kleider. Normalerweise kaufen dir deine Eltern ein neues Kleid. Oder vielleicht kaufst du neue Kleidung für deine Eltern. Ich wünschte, meine Mutter wäre hier. Ich bin wählerisch. Shoppen und Mode. Dafür hat die Hubschrauberpilotin im Alltag selten Zeit. Dennoch hat sie ein Faible für Schnitte und Farben. Einmal vor 14 Jahren ließ Priya sich darauf ein, an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen. Ich nahm an der Miss Nepal-Wahl 2008 teil. Doch ich war ein bisschen pummelig und fühlte mich nicht wohl in meinem Körper. Zum Training gehörte jedoch, öffentlich zu sprechen und auf Leute zuzugehen.
Diese Fähigkeiten, zu reden oder diszipliniert zu sein, habe ich dem Schönheitswettbewerb zu verdanken. Die Misswahl wurde abgesagt und im nächsten Jahr wollte meine Mutter, dass ich wieder hingehe. Aber ich wollte nicht mehr. Am nächsten Tag. Priya hat einen Rettungseinsatz. Der Helikopter der kleinen Fluggesellschaft muss dafür umgerüstet werden. Medizintechnisch voll ausgestattete Rettungshubschrauber wie in westlichen Ländern gibt es hier nicht. Trotz Wolken entscheidet sich die Pilotin zu starten. Leute fragen mich oft, hast du keine Angst, bei dem Wetter zu fliegen? Ich antworte, nein, wenn das Wetter zu schlecht ist, bin ich gut genug ausgebildet, um im Notfall irgendwo sicher landen zu können. Also nein, ich habe keine Angst. No, I'm not scared. Währenddessen im Haus der Familie Adhikari. Priyas Cousine, ihre Nichte und ihre Schwester Pooja sind zum Fest angereist. Priya fliegt gerade. Sie hat einen Rettungseinsatz bekommen. Daher wird sie sich ein bisschen verspäten. Sie ist unsere Heldin. Deshalb werden wir auf sie warten und das Essen vorbereiten. Heute machen wir Gemüsemomos. Wir sind mittendrin im wichtigen Dasai-Fest. Der 9. Tag ist der Tag der 9 Göttinnen. Sie repräsentieren Mutterschaft und Mut, den Sieg des Guten und die Kraft der Frauen. Beim Dasein-Fest wird normalerweise der Göttin Durga zu Ehren eine Ziege im Tempel geopfert und danach zu Hause deren Fleisch zubereitet. Doch Priya und ihre Schwester Pooja sind Vegetarierinnen. Deshalb bereiten die Frauen Momos zu, ein Nationalgericht in Nepal und Tibet. Teigtaschen, gefüllt mit Gemüse, indischem Frischkäse und Ingwer. Die Momo-Bällchen werden etwa 15 Minuten gedämpft. Priya transportiert zur selben Zeit eine kranke Patientin aus dem Dorf Beningat nach Kathmandu, in die Klinik Medicity. Die Patientin muss operiert werden. Ein Sanitäter ist mit an Bord. Die Klinikärzte warten bereits. Wir haben es zurück nach Kathmandu geschafft. Das Wetter war schlecht, aber wenn es um einen Rettungseinsatz geht, dann gehe ich ein wenig mehr Risiko ein. Zu Hause wartet die Familie auf Priya. Es dauert, bis die Pilotin endlich Feierabend hat und zum Dasein-Fest zu ihrer Familie dazustoßen kann. Nach stundenlangem Warten hat das Essen bereits begonnen. Hast du Hunger? Ich habe sehr großen Hunger. Seit heute früh arbeite ich. Ein Flug nach dem anderen. Meine Familie ist sehr verständnisvoll. Sie kennen mich. Die letzten 16 Jahre habe ich während der Festtage immer gearbeitet. Sie warten auf mich. Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil sie mir nie ein schlechtes Gewissen machen. Das ist ein Segen für mich. Später am Abend wird Karten gespielt. Eine Tradition beim Dasein-Fest.
Niemand hat mich gewarnt, wie hart es sein wird. Du musst allein tanken oder du wirst neben einer Leiche im Helikopter schlafen müssen. Früher dachte ich, ich bin einzigartig, ich bin eine Kapitänin. Doch heute sage ich, ich bin eine der Helikopterpiloten von Nepal. Genau das bin ich.